Hallo, liebe Community, ich bin Lea, willkommen auf meinem Kanal. Ganz großes Willkommen an alle, die mich jetzt neu gefunden haben zu dieser Zeit und zu dem Topic, zu dem Thema, was ich heute mit euch teilen möchte. Ich bin Verbal Channel, galaktische Botschafterin, Hybridwesen und habe momentan ein Leben auf der Erde, habe aber auch außerhalb der Erde gelebt. Und ich teile sehr, sehr tiefes metaphysisches Wissen mit der Community und auf meinem Kanal und in verschiedenen Kursen. Und ich melde mich heute bei euch, um mit euch einmal ganz offen über das Thema der Sonnenfinsternis in der USA zu sprechen. Im Moment befinde ich mich in der USA, um genau dieses Thema der Sonnenfinsternis abzukompensieren. Und eigentlich wollte ich über die Eclipse überhaupt gar nicht sprechen, weil einfach viel zu viel darüber gesprochen wird, viel zu viel geredet wird und das Allermeiste, was geredet wird, einfach nur gerade raus gesagt blanker Bullshit ist. Ich möchte hier einmal anfangen, euch die Angst zu nehmen. Es wird so viel Angst gestreut im Moment wieder über die Sonnenfinsternis, was passieren soll, dass Pläne umgesetzt werden, dass es einen Blackout gibt, dass die Welt untergeht. Das wird ähnlich propagandiert jetzt in dem Moment wie der Weltuntergang 2012 und weil der Maya-Kalender das und das und das vorhergesagt hat. Diese Sonnenfinsternis ist nur aus diesem Grund einzigartig, weil sie in der USA stattfindet. Und was passiert, wenn eine Sonnenfinsternis ist? Wenn eine Sonnenfinsternis kommt, verdunkelt der Schatten des Mondes die Einstrahlung der Sonne. Und was hier metaphysisch und kosmisch passiert in diesem Ereignis ist, dass der Wall, der durch den Mond erschaffen wird, der Wall, der die Wahrnehmung etwas reduziert, sehr, sehr dünn ist. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist eine Kommunikation mit Telepathie und all die spirituellen Fähigkeiten, die jeder einzelne Mensch in sich hat, die einen aktiviert, die anderen noch nicht ganz aktiviert haben, sind hier aktiver. Das heißt, es ist ein wunderbarer Moment, um zu meditieren, um sich Intentionen zu setzen für Wachstum, für Entwicklung. Und auch gute Intentionen, zum Beispiel um einen Shift in sich auszulösen, eine Transformation des Bewusstseins auszulösen und die Energien selbst zu erhöhen, weil ihr hier in diesen Energien der Eclipse, der Sonnenfinsternis, wunderbar euch in höhere Bewusstseinsebenen begeben könnt. Ja, die Eclipse, die Sonnenfinsternis, auch wenn sie in der USA ist, hat einen Effekt auch auf den ganzen Globus, weil wir alle miteinander verknüpft sind. Und das ist Quantum Entanglement, nennt man das auch im Englischen. Das bedeutet, was dem einen passiert, passieren den anderen auch, weil wir alle eins sind. Wir sind alle ein Menschenkollektiv, wir befinden uns alle auf einer Welt, auf einer Erde oder auf einer von vielen Versionen der Erde, aber sind alle miteinander verbunden und ihr könnt immer nur mit eurem Bewusstsein auf einer Version der Erde sein. Es gibt viele verschiedene Versionen der Erde, aber ihr seid mit eurem Bewusstsein in Einklang und in Resonanz mit einer Version der Erde und einer Version des Kollektives. Und das ist die Version der Erde, die ihr wählt und die ihr erfahrt. Und jetzt kommt der Punkt, warum stimme ich nicht überein damit, was in der Community geteilt wird? Wenn ihr daran glaubt, dass Bullshit passiert, Blackout, Lockdowns, Corona 2.0, Weltuntergang oder was auch immer, dann ziehen euch diese Ängste, diese Frequenzen, diese Ideen in Resonanz mit genau dieser Erde, in Resonanz mit genau diesen Vorkommnissen, mit diesen Geschehnissen. Wenn ihr glaubt, ihr müsstet erfahren aus Angst, weil ihr das glaubt, was die anderen sagen, dann geht ihr in genau diese Version der Erde hinein, in der euch genau das passiert, wovor ihr Angst habt. Weil das ist, woran ihr glaubt. Weil wenn ihr Angst habt vor etwas, müsst ihr daran glauben. Wenn ihr an etwas nicht glaubt, habt ihr keine Angst davor. Das klingt logisch, oder? Das heißt, Angst wird geschürt, Angst wird verbreitet und Angst heißt, wenn du mit Angst reagierst, dann resonierst du damit und dann glaubst du daran. Weil warum solltest du vor etwas Angst haben, an das du nicht glaubst, oder? Also, das bringt dich, weil du an das glaubst, was die Leute sagen, in dir drinnen. Bringt dich das auf die Version dieser Erde, in der du diese Art von Katastrophen in der einen oder anderen Version erfährst. Und ja, es ist ein potentes Portal und ich möchte euch einladen. Und jetzt hört mir ganz genau zu. Die Welt zu wählen, in der es euch gut geht. Die Welt zu wählen, in der ihr die
Sonnenfinsternis nutzt, um zu shiften, um in eine neue Version der Erde zu springen, eine neue Version eures Selbstes zu springen und ein für alle Mal eure Schöpferkraft hier anzunehmen. Schmeißt doch bitte nicht eure Schöpferkraft samt eures Gehirns aus dem Fenster, weil das ist das, was passiert. Ich habe jetzt mich entschieden, das hier zu teilen, weil einfach mir die Kommentare zu viel wurden, wo die Leute einfach in Angst sind. Leute, die auch teilweise in meiner Community sind, die es eigentlich besser wissen müssten, die wissen, dass sie Kreatorenkraft haben. Und hier ist mein Aufruf von meinem Herzen zu euch, um Gottes Willen, bitte. Ihr erschafft all das und ihr navigiert euch permanent durch Raum und Zeit mit euren Ideen, mit euren Gedanken, mit eurer Energie und eurer Frequenz. Verbindet euch mit eurem Herzen, aktiviert euren Wahrheitsdetektor und geht bitte nicht auf solche Missbrauchsattacken ein. Missbrauchsattacken, warum sage ich das? Ja, weil es Missbrauch eurer Kreatorenkraft ist, wenn ihr euch in solche Themen reinsaugen lasst. Ja, bitte wählt die Welt, die ihr erfahren wollt, aber nicht aus Angst, sondern aus Liebe, aus Mitgefühl und aus Wertschätzung und Selbstliebe. Wenn ihr euch selbst genug liebt, warum solltet ihr eine Welt wählen, in der euch Katastrophen passieren und ihr im Leid seid, oder? Das heißt, nutzt diese Energien, nutzt diese Sonnenfinsternis, geht in euer Herz, aktiviert eure Liebe, geht in eure Kraft und schmeißt nicht eure Kreatorenkraft samt Gehirn aus dem Fenster. Weil es hilft nichts, wenn ihr spirituelles Wissen habt. Wenn ihr sagt, ich habe diesen und diesen Kurs besucht, ich weiß so viel, ich bin seit 30 Jahren, seit 40 Jahren in der spirituellen Community und bla 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 bla. Ihr habt keine Zeit mehr für bla bla bla. Ihr habt jetzt wirklich, nutzt eure Zeit besser und verkörpert das, was ihr gelernt habt. Setzt euch hin mit dem Wissen. Geht und in die Energien rein und arbeitet mit den Energien. Auch hier in diesem YouTube-Content, den ich hier teile, in diesem Video, in meinen anderen YouTube-Videos. Ihr findet so viele Anleitungen, wie ihr euch in eure volle Power bringen könnt. Und scheiß drauf, wie viele Abonnenten ich habe. Jetzt im Moment fast 9000. Andere haben mehr. Aber wer teilt denn bitte das, was euch in eure Kraft bringt? Wer sagt euch das, was ihr wirklich jetzt hören müsst, um in eure Kraft zu kommen? Weil das ist das, was ihr sehen wollt. Und ja, ich bin als Hybridwesen und als kosmisches Wesen hier auf diesem Planeten, um euch zu helfen. Aber ich bin hier, um euch zu helfen, aber nicht um euch zu retten. Und wenn wir hören, auch wenn, was glaubt ihr, was die Leute auf den Schiffen sagen, die im Erdorbit sind und euch beobachten? Wir haben Gespräche immer wieder, wenn ich dort bin, sind wirklich sehr, sehr menschliche Gespräche teilweise, wo wir führen und sie sagen, die Menschen sind einfach dumm. Und das ist jetzt mein Wort, so sagen sie es nicht, aber ähnlich. Die Menschen sind einfach dumm, sie wissen alles. Sie hören alles von dir. Sie hören so viel, sie haben alles Wissen, aber sie wählen jedes Mal die Scheiße. Und deswegen mischen sie sich nicht ein, weil sie würden sich dann helfen. Dann wäre es wirklich Hilfe, wenn ihr in eurer Kreatorenkraft seid, euer Hirn und eure Kreatorenkraft nicht aus dem Fenster werft, sondern wirklich in eurer Kraft seid und euch entscheidet, in dieser Kraft Hilfe anzunehmen, um die Kraft zu boosten. Dann sind wir da, dann sind sie da und dann helfen sie. Aber nicht, wenn ihr da sitzt und alles Wissen habt, alles habt, was ihr braucht. Ihr vor einem vollen Buffet steht, eure ganzen Werkzeuge und alles, was ihr benötigt, um euer Leben zu ändern, habt. Um es dann aus dem Fenster zu werfen und wieder zu entscheiden, dass das Kabal oder andere oder die Sonnenfinsternis oder der Solarflash oder der Pole Shift euch die Dinge verändert. Ihr seid die Veränderung. Ihr bringt euch mit eurem Bewusstsein zuallererst auf die Version der Erde, die frequenzkompatibel ist mit einem Pole Shift und dann erfahrt ihr es. Und jetzt kommt hier eine ganz kleine Anmerkung von mir noch. Glaubt ihr, wenn ihr in Einklang und wenn ihr in Harmonie seid mit einer Erde, mit einer Version der Erde, die ein hohes Bewusstsein hat, die bereit ist für ET-Kontakt, wo die Menschen souverän sind und in ihrer Kraft sind, wirklich ein Solarflare, ein Solarflash oder ein Pole Shift benötigt? Diese Art von Katastrophen passieren dann, wenn das Bewusstsein nicht ready ist. Passieren dann, wenn die Menschen irgendwo hängen, nicht wach sind, nicht aufgewacht sind. Dann braucht es diese Art von Ereignissen, um einen Großteil der Menschen aufzuwecken. Fühlt mal bitte in das, was ich gerade gesagt habe. Das bedeutet, ihr bringt euch in Übereinkunft mit der Version der Erde, die dem entspricht.
Und wir wollen euch alle endlich souverän sehen und nicht nur souverän reden hören, sondern wirklich souverän agieren hören. Und nutzt dieses Wissen und diesen Content, den ich hier mit euch teile. Seid souverän, agiert souverän, schaut euch eure Ängste an und entscheidet euch nicht mehr an diese Angstbasen zu glauben. Das, wovor ihr Angst habt, ist etwas, woran ihr glaubt. Entscheidet euch, das loszulassen, entscheidet euch, in die Resonanz zu gehen mit der Welt, die ihr sehen möchtet, und verändert damit eure Realität, indem ihr eure innere Haltung ändert. Und dann kann diese Sonnenfinsternis, die Eclipse euch wirklich nur noch dienen. Und dann lasst die anderen in ihre Welt gehen und geht in eure. Und es existieren Milliarden von verschiedenen Versionen der Erde, aber immer nur eine, auf der ihr seid. Und ich hoffe, ihr wählt jetzt weise. Und ich hoffe, dass ihr wirklich fühlt, was ich hier euch teilen möchte, und dass ihr versteht und es verankert. Und wenn ihr in Resonanz geht mit diesem Content, teilt dieses Video bitte so viel wie möglich auf allen Plattformen, mit euren Freunden, mit eurer Familie, weil das ist das, was wir sehen wollen. Wir wollen euch helfen, aber wir werden euch nicht retten. Und Hilfe bekommt derjenige, der bereit ist zu gehen und nicht getragen zu werden. Und von daher, von meinem Herzen zu eurem Herzen, ich bin bei euch, ich bin hier in der USA jetzt in dem Moment, um die dualistischen Kreationen von denen, die ihre Kraft aus dem Fenster geworfen haben, zu kompensieren. Und glaubt es mir, ich wünsche mir eigentlich ein bisschen mehr Freizeit. Ich würde mir wünschen, einfach einmal einen Tag nicht ständig gegenkompensieren zu müssen, was Menschen, die volle Kraft haben, ständig an Kraft abgeben und an Bullshit kreieren, weil sie an Angstmacherei und Kabalmaschinerien glauben. Schenkt ihr mir bitte mal einen Tag Freizeit? Ich würde so gerne mal einen Tag hier auf der Erde sein und mein Leben einfach genießen und nicht stundenlang im Quantum arbeiten, für euch im Service und abkompensieren müssen, was unbewusste, missbrauchte Kreatorenenergie erschafft. Jetzt wünsche ich euch von meinem Herzen zu eurem Herzen alles erdenklich Gute, ganz, ganz viel Liebe, und ich liebe euch bis ganz bald, und ich danke euch für jedes Abo, für jedes Teilen und dass ihr Teil der Wahrheitsmission hier seid auf diesem Planeten, und ich danke euch besonders denen, die jetzt ihre Kraft in Anspruch nehmen und eine andere Version der Welt wählen und mit mir Seite an Seite gehen für eine positive Veränderung. Macht's gut, bis bald, eure Lia.